Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mit mir und der lieben Biene. Hallo Benni. Ja, Biene, schön, dass wir wieder da sind und zum zweiten Teil der Fragen zu den Naturgeistern. Ja. Freust du dich schon? Ja, ich hoffe, dass ich es gut erklären kann oder dass ich die Fragen auch alle beantworten kann. Ich meine, ich kann auch nur die Fragen beantworten, wo ich weiß, dass ich sie tatsächlich weiß. Aber du darfst ja auch gerne mal raten und mal reinspüren und das ist wäre ja auch in Ordnung. Ja. Ne? Gut. Aber dann sage ich es dazu. Genau, das machst du immer. Gut, in vielen Sagen wird ja oft von diesen Gefangenschaften der Naturwesen erzählt und dass den Menschen für die Freilassung dann Wünsche erfüllt worden sind. Meiner Beobachtung nach war dabei auch immer ein hoher Preis für die Menschen zu bezahlen. Meist nicht gleich zu erkennen, doch über Generationen und Zeitepochen hinweg. Könnte das tatsächlich so sein? Ich glaube schon, ja. Also das ist jetzt zum Beispiel sowas, was ich nicht so genau weiß. Gell? Ja. Ich weiß jetzt noch nicht mal genau, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Das ist die Frage, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass schon Naturgeister, die gequält wurden oder die eingesperrt waren oder abhängig oder irgendwie zurück zu ihrem Volk wollten, dass sie dafür irgendetwas getan haben, was den Menschen wichtig erschienen ist und was vielleicht im Ausgleich von Geben und Nehmen nicht richtig war. Dass das dann Auswirkungen hatte, könnte ich mir vorstellen. Aber dass es jetzt Verhandlungen gegeben hat, das glaube ich nicht. Also die Frage... Ich weiß gar nicht, ob die Frage richtig weiß ich nicht, verstanden ich lese nochmal vor. Und dass den Menschen für die Freilassung dann Wünsche erfüllt worden sind. Also dass ein Mensch ein Naturwesen freigelassen hat und dafür einen Wunsch erfüllt bekommen hat und dafür später was zahlen musste. Also zahlen emotional etwas. Zahlen ist ja, das geht ja Richtung Familienstellen eigentlich. Gell? Nee, also über Generationen, zum wo Beispiel, was übers aber für eine morphogenetische Feld, was übertragen wird, was die nächsten Generationen tragen. Aber das klingt mir eher so, dass die Menschen etwas Gutes getan haben, um sie zu befreien. Dafür haben sie einen Wunsch erfüllt bekommen. Also es war ja im Prinzip schon ein Ausgleich da. Der eine wurde befreit, der andere hat dafür was bekommen. Ja, das glaube ich aber nicht, Benni. Ja, ich auch nicht. Und dann im Nachgang wurde der Mensch anscheinend für irgendetwas bestraft, weil er einen Wunsch bekommt. Naja, ich glaube schon, dass ich es verstehe, auf einer gewissen Art. Schau mal, das Gleichgewicht wäre ja gewesen, einen Naturgeist ohne einen Wunsch freizugeben. Wenn der Naturgeist den Wunsch äußert, also nehmen wir nochmal den Tutu, der bei mir war. Gell? Hätte der Tutu, was er nicht getan hat, aber hätte der Tutu zu mir gesagt, ich möchte zurück zu meinem Volk, dann hätte ich ihn zurück in die Natur gebracht, weil er das möchte. Ich hätte nicht gesagt, das mache ich, wenn du mir einen Wunsch erfüllst. Weißt du, wie ich meine? Und vielleicht war das die Frage. Und dadurch wurde dann einem Menschen ein Wunsch erfüllt, was sich aber später dann herausgestellt hat, dass der Mensch dafür dann einen hohen emotionalen Preis gezahlt hat. Durch den Verlust des Naturwesens? Nee, oder? durch den Wunsch, der ihm erfüllt wurde. Okay. Also ich weiß es nicht Genau, es ist etwas, was du nicht hundertprozentig weißt. Du könntest es... Ich könnte es mir so vorstellen. Okay, das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Mhm. Gut, gibt es auch Naturgeister in einer Wohnung im 2. Stock? Auch im 3. Stock, im 4. und im 5. Auch in Großstädte, wenn man das nicht glauben kann, aber da sind sie sogar manchmal sehr gerne, weil es viel zu sehen gibt, interessante Sachen. Ja. Ich habe mal gehört, dass Waldgeister gerne Kupfermünzen mögen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Würdest du bitte erzählen, wie sich Kobolde verhalten und wie sie aussehen? Ich glaube, ich habe einen. Was kann ich ihnen Gutes tun? Also Kobolde, wie erkläre ich das jetzt? Kobolde sind jetzt mit ganz einfach menschlicher Sprache gesprochen, die kleinen Kinder von Zwerge. Das bedeutet, wenn Kobolde im Haus sind oder in der Wohnung, ist auch immer ein Zwerg irgendwo in der Nähe, weil die Kobolde nicht ohne, also die könnten alleine noch gar nicht zurechtkommen. Das heißt, sie sind auch nicht durchgängig da. Also wenn man einen Kobold hat, dann kommt er zu Besuch und geht auch wieder. Und wenn es ihm gefällt, kommt er halt immer öfters.
Und Kobolde sind äußerst liebenswert, aber sehr frech. Die können Sachen verstecken, die haben große Freude dran, Sachen von Tisch fallen zu lassen. So. Oder stellen wie Stolperfallen auf, also jetzt nichts Schlimmes, aber so, die sind einfach frech, aber auch sehr liebenswert. Und was kann sie ihnen Gutes tun? Also am schönsten für Kobolde ist es natürlich, wenn sie Aufmerksamkeit kriegen. Also was Kobolde, was überhaupt Naturgeister gern mögen, sind Murmeln. So kleine Murmeln. Wenn man die so am Fußboden rollen lässt oder wenn man schöne Steine, Glitzersteine, oder es gibt ja auch so im Bastelgeschäfte so kleine Perlen. So alles, was glänzt. Alles, was klein ist und was glänzt, mögen sie sehr gerne, aber ganz besonders gern mögen sie Murmeln, warum auch immer. Kann grundsätzlich jeder Naturgeister sehen oder braucht man dafür erst eine bestimmte Energie? Ja, oder? Gibt es sie auf der ganzen Erde, auch in Kriegsgebieten oder in der Wüste und Antarktis? Also ich glaube, dass Naturgeister überall auf unserem Planeten gibt. Es gibt mit Sicherheit Gebiete, wo sie vermehrt sind. Und es ist da vermehrt, wo sie Anerkennung und also Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist zum Beispiel in Island, in Irland. Also Island ganz besonders, das habe ich selber schon gesehen, war ich dort und habe mir angeschaut und so. Habe auch spirituell da schon was gemacht, Südengland auch viel. Und in Island und Südengland ist es also wirklich etwas ganz Selbstverständliches. Da gibt es eine Elfenschule, da werden Kinder im Kindergarten schon setzen sich mit dem auseinander, dass es eben Naturwesen gibt. Ich habe mal gelesen oder mir hat es jemand erzählt, dass, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in Island oder in Südengland war, dass wenn dort eine Straße gebaut wird, eine Elfenbeauftragte kommt und Island, ne? Island, gell? Ja. Und das abklärt und erst wenn alles abgeklärt ist und die das okay gibt, wird die Straße auch tatsächlich gebaut und sind da sehr viele Naturgeister, wird die Straße dort nicht gebaut. Das muss man sich mal vorstellen. Also jetzt stell dir das mal bei uns in Deutschland vor, in Berlin. Das wird jetzt hier nicht gebaut, weil das sind halt bestimmte Länder, wo einfach der Umgang mit den Naturgeistern schon viel, viel natürlicher ist. Mhm. Und ich war in Norwegen zum Beispiel und da ist es auch so, da gab es dann im Wald ein Schild, das war wie so ein Verkehrsschild und da stand Gebiet der Naturgeister. Und ich glaube nicht, dass das Scherz ist. Mhm. Ja? Und da halten sie sich natürlich besonders gerne auf. Also ich glaube jetzt lieber wie... Das ist bei denen wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie bei uns, ne? Da, wo man willkommen ist. Genau, da, wo man willkommen ist. Aber sie haben ja auch, sie haben ja auch eine Aufgabe. Also das heißt, sie müssen auch rund um den Planeten sein. Ja, und wie ist es in Kriegsgebieten, wie sie gefragt hat? Ich glaube schon, dass da auch welche sind und auch unterstützen und helfen. Das glaube ich jetzt schon. Und wie gesagt, die haben ja auch alle Aufgabe. Die sind ja nicht nur da, um Menschen zu unterhalten, sondern die haben ja auch eine Aufgabe. Ich kann sie manchmal fühlen, leider nicht sehen. Habt ihr einen Tipp, was ich tun kann, um noch intensiven Kontakt herzustellen? Also das Fühlen ist schon mal das Allerbeste. Also ohne Fühlen geht Sehen sowieso nicht, weil das Fühlen ist ja immer die Stammenergie, also das Öffnen, dass du bereit und offen bist, etwas zu fühlen, welche Energien um dich herum sind. Und wenn du das fühlst, bist du nicht mehr weit vom Sehen entfernt. Liebe Sabine, in einer Meditation kamen 2 Wesen zu mir. Eine schob sich direkt vor mein Gesicht, es schaute mich ganz genau an. Es hatte ein breites Gesicht, eine rote Kopfbedeckung, einen kleinen Mund und eine noch kleinere Nase. War das eine Elfe? Ich glaube nicht. Ich glaube eher, das war ein Kobold. Elfen sind die Wesen der Schönheit. Also eine Elfe,
wenn sich dies erste Mal zeigt sich die meistens in sehr schönen Gewändern mit wallenden Haaren und ganz hervorstechenden Augen. Also so ganz, die haben so ganz krasse Augen, dann ganz grün oder ganz blau oder schwarz, also so richtig, so. Und deswegen glaube ich, dass es ein Kobold war. Welche Art von Naturgeist sind das, die in Büschen und Bäumen als Gesicht erscheinen? In der Regel sind es Waldgeister, also Baumgeister, aber können auch Feen sein, kann eigentlich im Grunde genommen alles sein. Mein Garten mit alten Bäumen, Sträuchern und wilden Wiesen bedarf eines Neuanfangs. Viele der Bäume verabschieden sich. Mir ist bewusst, dass in diesem wilden Areal das kleine Volk lebt. Wie kommuniziere ich mit ihm den Wabdel des Gartens? Wie kann ich ihn gemeinsam mit seinen Bewohnern behutsam umgestalten, um dem kleinen Volk das Zuhause zu bewahren? Ist aber süß, gell? Wie aufmerksam. Toll. Toller Mensch, der das geschrieben hat. Ich glaube, so wie in Island, dass man den Naturgeister um Erlaubnis bittet und gleichzeitig auch um Vergebung, wenn man ihr Zuhause jetzt sozusagen zerstört und sie einlädt, in einen anderen Bereich geht. Das kannst du machen, zum Beispiel indem du kleine Blumen hinlegst oder kleine Murmeln ihnen den Weg zeigst, wo dieser Bereich wäre, für sie da etwas pflanzt, ganz speziell für sie, eine Rose oder Sonnenblume mögen sie auch gerne. Das reicht dann schon. Da haben wir im Vorhinein schon ein bisschen drüber gesprochen. Könnte da was passieren, wenn man einen Baum fällt und da wirklich tatsächlich ein Baumgeist drin lebt? Meinen viele, gell? Nein, eigentlich nicht. Ein Baumgeist hat die Möglichkeit, wenn ein Baum gefällt wird, er mag das nicht, natürlich nicht. Das ist sein Zuhause, das ist sein Lebenselixier erstmal natürlich. Aber Baumgeister haben die Möglichkeit, ins tiefe Wurzelwerk zurückzukehren. Und Oder auch in andere Bäume? Sich zu erneuern. Umziehen tun die nicht, nee. Ja. Das machen die nicht. Aber die können sich ganz tief mit dem Wurzelwerk verbinden und ziehen sich dort zurück. Gut wäre es, wenn sie vorbereitet werden, dass eben ihr Zuhause abgeholzt wird. Aber jetzt, dass ein Baumgeist deswegen stirbt, das passiert nicht, auch wenn das viele meinen. Und was bedeutet das, wenn er sich ins Wurzelwerk zurückzieht, dass er dann in einen Schlaf reingeht? Oder ist es er erneuert sich. Also er braucht halt dann wieder eine Zeit lang, bis er wieder als Wesen oder Baumgeist, wie wir es wahrnehmen oder wie viele Menschen es wahrnehmen, wirken kann. Oder nach außen treten kann, oder wie sagt man da? Ist halt, möchte ich sagen, wie in der nächsten Inkarnation. Aber so ein bisschen. Aber schon ein bisschen schade, ne? Ja klar, weil es ist halt so. Wie wäre es denn, wenn jetzt Inaf, der Baum, in dem er lebt, nicht mehr da ist? Was würde dann mit Inaf passieren? Ist das genau dasselbe, oder? Ja, also oftmals sind ja solche, also bei Inaf, das ist ja ein besonderer Baum und ich glaube, solche Bäume werden auch nicht gefällt. Die sind auch geschützt irgendwie. Also die Baumgeister sind ja so weise. Also ein alter Baumgeist wohnt jetzt nicht in einer Birke. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Die wirklich weisen Baumgeister, so wie die Menschen sich Baumgeister vorstellen, wohnen meist in geschützten Bäumen, die gar nicht gefällt werden. Aber das gibt es natürlich, dass Bäume gefällt werden, wo Baumgeister leben und die ziehen sich dann zurück. Ja. Aber sie sterben nicht. Du hast mir ja mal erzählt, dass Inaf auch dann teilweise hier ist. Ja. Dann wäre das doch eigentlich auch möglich, dass, angenommen der Baum würde gefällt werden, dass er dann sein Wesen, sich selbst in einen anderen Bereich wieder einfällt. Oder ist dieses Leben gebunden an einen Baum? Es ist nicht wirklich gebunden an einen Baum, aber sie sind schon verwoben mit dem Ganzen. Also es ist auch nicht recht viel anders wie
bei uns, wenn wir unser Zuhause haben, unsere Familie, wo wir uns wohlfühlen, wo wir lange Zeit sind und plötzlich würde das Haus abgerissen werden. Und wir müssten von heute auf morgen irgendwo hin. Umziehen, ja. Ja. Aber so ist es bei den Naturgeistern definitiv nicht bei den Baumgeistern, dass sie einfach mal umziehen können. Sie tun es halt. Sie könnten es mit Sicherheit, aber sie tun es nicht. Mhm. Weil es für die Naturgeister, also gerade für die Baumgeister, nicht wirklich ein Sterben gibt. Eine Erneuerung. Ja, also die milde Form der Reinkarnation könnte man eigentlich sagen. Ja, es ist halt schwer zu erklären. Gell? Mhm. Also vor allen Dingen ist es auch, es ist ähnlich wie bei der geistigen Welt. Man hat halt als Mensch eine Bewertung auf Dinge, die von anderen Wesen oftmals, also wir nehmen halt unsere Bewertung und bewerten es damit. Aber Naturgeister bewerten auch anders. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Aber man kann dann schon eigentlich, es ist ja nicht, es unterliegt ja keiner Bewertung, dass es so ist, wie es ist. Ne? Es ist dann aber trotzdem schade, wenn man weiß, es gibt so wenig alte Bäume. Das heißt, es gibt auch wenig alte Geister, die die Landschaft beleben. Also man muss unterscheiden zwischen Waldgeister und Baumgeister. Habe ich jetzt Waldgeister gesagt? Oder? Ja, ich sag's jetzt, dass man unterscheiden muss zwischen Waldgeister und Baumgeister. Die Baumgeister ist jetzt ein komischer Name, also ein Baumgeist ist ein sehr weises, altes Wesen, der sehr verwoben und über ganz, ganz lange Zeit mit diesem Baum verwurzelt ist. Informationen trägt und empfängt durch diesen Baum. Und damit ist er nicht tatsächlich gebunden, aber er fühlt sich gebunden. Er möchte nicht in einen anderen Baum mit anderen Informationen. Er möchte da bleiben, wo er ist. Und Waldgeister leben ja auch viel in Bäumen, die sind viel jünger. Bei denen ist es sehr viel unkomplizierter. Also die ziehen auch schon mal um. Aber das ist eine andere Art von Naturgeist. Okay, lassen wir einfach mal jetzt so stehen. Hast ja echt viel gesagt dazu. Ja, ich rede dann mit ihnen. Speziell, wenn sie wieder was versteckt haben und ich das irgendwo anders wiederfinde, wo ich es nicht hingelegt habe. Was ist der Hintergrund des Versteckens? Wollen sie, dass wir aufmerksamer sind oder einfach nur ärgern? Nee. Also wie der Pumuckl, er hat ja auch seinen Spaß daran, Sachen zu verstecken und zu verlegen. Also ich glaube nicht, dass sie uns bewusst ärgern wollen. Schabernack so ein bisschen natürlich so, aber da geht es viel um Aufmerksamkeit. Sie wollen Aufmerksamkeit. Ja. Und das erreichen sie natürlich dadurch. Ja. Wenn ich mit den Naturgeistern spreche, ohne dass ich sie sehe, hören sie mich immer? Ja, also man kann davon ausgehen, also wenn die Energie passt, ja. Okay. Einige Menschen haben wirklich etwas von Naturwesen. Du hattest es ja auch erwähnt. Könnt ihr darüber vielleicht sprechen, wie die Seele eines Naturgeistes auch ein Mensch werden kann oder ähnliches? Schwieriges Thema. Ja. Ganz schwieriges Thema. Also ich sage es jetzt einfach mal so, ohne irgendeine Bewertung oder irgendetwas, was ich sage jetzt einfach mal, ein mongolides Kind hat viel von einem Naturwesen, hat sehr viel, diese mongoliden Kinder, ja, oder Menschen sind jetzt unglaublich liebesbedürftig. Die können sehr, sehr lieben, sind herzensgut. Sie kommen einfach nicht wirklich zurecht in dieser Welt, in dieser Dimension. Und da könnte man vermuten, dass die ersten Inkarnationen so ausschauen. Mhm. Ja. Biene, dann kommt jetzt die letzte Frage, ja? Ja. Ich bin sehr überrascht, dass Naturgeister auch in Häuser kommen. Was machen sie denn da? Sind das nicht eher Hausgeister? Nein. Die Naturgeister wollen ja die Nähe von Menschen. Das ist wie bei unseren Haustiere. Die wollen diese Nähe zu Menschen. Darum kommen sie.
Also auch wenn sie schlecht behandelt wurden und auch wenn sie gequält wurden und auch wenn sie lange Zeit weg waren, suchen sie immer wieder die Nähe der Menschen. Das ist etwas, was ein Naturgeist in sich trägt, der liebt die Menschen abgöttisch. Mhm. Also die haben, also in diesen Zeiten von Avalon und so, ja, die Naturgeister haben die Menschen so geliebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Das war so eine tiefe Liebe. Und das vergeht nicht. Das wird einfach immer und immer weitergegeben. Und die suchen die Nähe von Menschen, die lieben die einfach. Und probieren es immer wieder. Und jetzt vermehrt. Ja. Mir ist noch eingefallen, wie ich das mit dem Baumgeist und dem Waldgeist vielleicht etwas besser erklären könnte. Ja? Also wir haben ja vorher von Zwerge und Kobolde gesprochen. So könnte man das auch sagen. Ein Baumgeist ist wie ein Zwerg, ein altes Wesen. Ein Waldläufer oder ein Waldgeist, wie die heißen, oder wie man sie nennt, ist eher dann der kleine Kobold, der noch jung ist, sich ausprobiert. Ja. 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 Schön, ne? So eine schöne Welt. Ja, eine sehr vielfältige und bunte Welt. Eine Welt, die leider bei vielen Menschen ausgeschlossen wird. Schade. Ich finde jetzt auch, es gibt schon so viele Beispiele auf unserem Planeten mit Island, Südengland, Irland, Norwegen. Es gibt so viele Länder, die uns zeigen, wie es geht. Und Menschen verschließen sich einfach noch so. Schade. Ja. Ganz schade. Ja, voll. Ich meine, man muss sich mal überlegen, du sagst ja, das ist ja eigentlich die Beziehung zwischen Mensch und Naturgeist, war mal so wie heute zwischen Mensch und Haustier. Enger noch. Und enger noch. Enger. Und was das ja schon bedeutet, überleg dir mal, was das bedeutet, wenn plötzlich keine Haustiere mehr da wären auf diesem Planeten. Was wäre das für ein trauriger Planet? Ja. Das ist ja schon so krass, oder? Ja. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel meine Molly anschaue, die so gequält wurde, was ist das für ein dankbares Tier? Mhm. Unglaublich, wie die Menschen liebt, wie die sich freut über jeden, der kommt, wie die möchte nichts anderes, als wie lieb gehabt werden. Das ist unglaublich. Ja. Es ist einfach schon eine sehr enge Bindung. Und dann habe ich ja noch eine Katze. Und die schläft bei mir im Bett. Und heute zum Beispiel bin ich aufgestanden um 4 oder Viertel nach 4, bin ins Bad gegangen und dann, die hat ganz fest geschlafen und ist aber dann sofort aufgewacht, mit mir ins Bad gegangen, sich da hingelegt, geschnurrt. Das ist ja schon eine sehr enge Verbindung. Ja. Und trotzdem bei den Naturgeistern ist es nochmals sehr viel enger. Und ich möchte auch betonen, das ist nicht immer so wie bei meinem Tutu, der so viel geredet hat. Mhm. Gell? Weil er noch ein sehr junger, lauter, kleiner Tutu war. Ja. Schönes Gespräch. Das setzen wir vielleicht nochmal irgendwann fort, Biene. Ja, da gibt es noch wirklich vieles zu erzählen. Gut. Ich nagel dich fest. Hab vielen Dank, Biene, hat mich gefreut. Ja, mich hat es auch gefreut, Benni. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.